Grüßt euch, ihr Lieben. Ich habe mal wieder die Melli da. Sie spielt heute meine Patientin. Wir machen eine Untersuchung des ganzen Körpers und spezialisieren uns so ein bisschen auf die Bauchregion. Und ja, wie immer ist es natürlich nur zu eurer Entspannung. Es ist kein medizinisches Lehrvideo oder eine Beratung. Falls ihr Probleme habt, dann geht bitte zu einem echten Arzt. Und jetzt wünschen wir euch ganz, ganz viel Entspannung mit diesem Untersuchungsvideo. Du bist da wegen Bauchschmerzen. Du hast gesagt, schon mehrere Tage tatsächlich. Und wolltest es jetzt einfach mal abklären lassen. Ja? Ich gehe mal davon aus, dass jetzt nichts Schlimmes ist, aber ich werde trotzdem mal wirklich deinen ganzen Körper untersuchen, ob es jetzt was Systemisches ist, was auf den ganzen Körper sich bezieht und aber auch natürlich den Bauch im Besonderen nochmal anschauen. Genau. Gut, dann werde ich jetzt erstmal mit den Vitalfunktionen anfangen. So, und zwar bräuchte ich bitte einmal einen Finger von dir, einen Zeigefinger. Sehr schöne Nägel hast du. Das ist dein Pulsoximeter. Deine Sauerstoffsättigung liegt bei 98, der Puls bei 85, 86. Sehr gut, vielleicht noch die andere Seite. Ich gehe da immer auf Nummer sicher. So. Ja, Sauerstoffsättigung 99, Puls 74. Gut. Okay, das ist auf jeden Fall in jedem Fall sehr gut. Ja, dann werde ich noch die Temperatur messen. Schon ein frisches Pad drauf getan, damit keine Fiebererkrankung vorliegt. So, einmal die Seite. 36,0. 36,6. Also egal welches davon jetzt stimmt. Ist auf jeden Fall kein Fieber. Das ist schon mal gut, dass keine Infektion wahrscheinlich ist. Gesagt, möchte ich jetzt wirklich auf Nummer sicher gehen und werde jetzt auch noch mal deine Lymphknoten abtasten, um zu schauen, ob da eine Entzündung ist vielleicht im Körper. Ja, die könnte nämlich natürlich auch für Bauchschmerzen sorgen, wenn man da jetzt, wie gesagt, eine systemische Erkrankung hat. Das muss dann nicht immer zwingend vom Bauch kommen. Genau, so. Die Schultern anheben. So. Okay, wieder. Da spüre ich nichts, also sehr gut, weil sobald ich einen Lymphknoten spüre, ist er vergrößert, aber ich spüre da nichts. Und da auch nicht. Okay, gut. Als nächstes werde ich dein Herz abhören, aber auch deinen Puls fühlen. Das heißt, mal den Puls fühlen, weil natürlich sowas wie Übelkeit, Bauchschmerzen oder einfach alle möglichen solche Unwohlsein-Symptome können theoretisch auch vom Herzen kommen, aber das wäre äußerst unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, gehe ich auf Nummer sicher, fühle jetzt erstmal eben die Qualität des Pulses an allen möglichen Stellen. Und werde jetzt eben auch nochmal abhören,
zusätzlich dann auch noch das Herz ab. So. Du kannst einfach ganz ruhig bleiben, musst jetzt nicht speziell atmen oder so. Erstmal die Karotis. Ja, sehr gut. Keine Störgeräusche. Oberhalb der Klavikula und unterhalb. Sehr schön. Und auch hier unterhalb. Höre ich direkt das Herz ab. Ob mir da was auffällt? Zum Vergleich den Karotispuls. Okay. Da war jetzt nichts Auffälliges. Wäre mir was aufgefallen, könnte man natürlich noch weitere Untersuchungen machen, wie EKG und Herzultraschall, aber da war wirklich gar nichts. Und jetzt würde ich dann weitermachen mit der Untersuchung wirklich deines Bauches. Ja? Gut. Dazu darfst du dich dann hinlegen. So. Ich starte auch hier mit der Auskultation. Aus dem Grund, dass, wenn ich mit der Palpation starte, werden so ein bisschen die Ergebnisse verfälscht. Da ich dann die Peristaltik des Darms anrege, also quasi, dann fängt es sehr stark an zu gluckern. Und also ab und zu ein glucksendes Geräusch zu hören ist absolut normal. Allerdings, wenn ich da jetzt tief reindrücke, dann höre ich fast nichts mehr. Also ich höre schön ab und zu ein Glucksen, das ist perfekt. Okay. Als nächstes kommt die Perkussion. Da will ich dann so ein bisschen die Organe voneinander unterscheiden. Aufgrund des Klopfschalls. Der hört sich nämlich bei jedem Organ etwas anders an, beziehungsweise lauter, leiser. Der Darm beispielsweise, hier hört man ganz gut, es ist etwas gedämpft, weil der viel mit Luft gefüllt ist. Bei der Leber, das sich schon etwas anders an. Genauso wie Magen, Milz, Galle. Genau, da war jetzt auch an sich nichts. Gut, dann werde ich jetzt mit der Palpation beginnen. Da merkt man dann auch schon ganz leicht, dass da der Bauch reagiert. Erst einmal die oberflächliche Palpation. Da schaue ich, ob es eine Abwehrspannung gibt. Es wäre jetzt, wenn direkt im Bauch was entzündet wäre. Oder bei einer inneren Blutung, aber dann hättest du ganz andere Beschwerden. Genau. Dann werde ich etwas in die Tiefe gehen, um einzelne Organe voneinander abzutrennen, sozusagen.
beginne hier unter dem rechten Rippenbogen mit der Leber. Also ich nehme, wie gesagt, nicht an, dass du eine vergrößerte Leber hast. Aber wie gesagt, möchte ich wirklich auf Nummer absolut sicher gehen. Ich werde da jetzt zusätzlich eine Kratzauskultation machen, um festzustellen, wo die Leber sich genau befindet. Ich lege mein Stethoskop auf den Processus xiphoideus und kratze. Und je nachdem, wie gut ich das Kratzen höre, sprich wie gut der Klopfschall geleitet wird, weiß ich, wo sich die Leber befindet. Okay, also ich denke, oder ich finde da keine vergrößerte Leber. Es dürfte ja alles ganz normal sein von der Größe. Jetzt werde ich hier noch einmal die Tiefe gehen. Schauen, ob ich die Gallenblase palpieren kann. Atme mal bitte tief ein und aus. Okay, kommt mir die Gallenblase nicht entgegen und auch kein Schmerz. Das heißt kein positives Murphy-Zeichen. Das gleiche hier mit der Milz. Auch da merke ich nichts. Also ich spüre keine vergrößerte Milz. Sonst gehe ich ein bisschen in die Tiefe. Schaue natürlich, was für dich schmerzhaft ist. Gerade auch beim Darm kann das natürlich auch mal druckempfindlich sein. So, ich gehe mal hier ein bisschen so nach hinten zu den Nieren. Wieder abgrenzen. Okay, gut. Genau. Wir machen auch noch den Aszites-Test. Also ob hier eine Wassereinlagerung vorliegt aufgrund von Leberproblemen. Aber das ist kein Problem. Da quasi eine Bauchfalte zu bilden. Also es ist jetzt nicht so alles quasi voller Wassereinlagerungen.
So, also direkt am Bauch nehme ich jetzt auch nichts wahr. Ich würde der Vollständigkeit halber auch nochmal die Lymphknoten an der Leiste abtasten und dann auch noch am Fuß den Puls messen, um ja eben wirklich alle wichtigen Pulsstellen getestet zu haben. Genau, aber hier nehme ich auch keine geschwollenen Lymphknoten wahr. Jetzt werde ich noch einmal die Bauchaorta abhören und dann auch noch mal diese Punkte hier. Die sind natürlich oder können im Liegen dann nochmal anders sein. So, ich höre nochmal den Puls an der Karotis und über und unter dem Schlüsselbein ab. Auch im Liegen scheint für mich da alles gut zu sein. Dann werde ich nochmal den Puls an den Knöcheln testen. So, ich gehe nochmal hier Malleolus medialis an. Aber auch da nichts Ungewöhnliches. Also die Qualität ist genauso gut wie an den anderen Stellen auch. Ich werde der Vollständigkeit halber noch mit der Stimmgabel ans Großzehengrundgelenk gehen. Ob da von der Sensibilität alles passt, das hätte jetzt zwar nicht unbedingt was mit Bauchschmerzen zu tun, aber ja, einfach der Vollständigkeit halber. Nimmst du die Vibration wahr? Mhm. Da auch wieder. Mhm. Ja, super. Sehr gut. Dann ist da wirklich alles in Ordnung. Du darfst dich quasi zu mir. So, ich habe alle Tests gemacht. Da war jetzt keiner, ja, sondern der auffällig war. Es kann einfach sein, dass du mal was Falsches gegessen hast zum Beispiel, oder ja, manchmal kommt es auch vom Stress. Also wäre vielleicht auch noch mal gut zu gucken, ob dich gerade was stresst. Ansonsten könnten wir auch noch auf ja, sowas wie Intoleranzen testen, Allergien. Dafür könnten wir noch einen Bluttest machen. Das können wir noch machen. Und ansonsten ja, einfach ein bisschen abwarten, Fencheltee trinken, meditieren, ASMR schauen. Okay. Und dann ist es hoffentlich bald wieder weg. Okay. Danke. Bitteschön. Tschüss. Tschüss.